Stell dir vor, es gibt eine App und in dieser App findest du nicht nur den perfekten Partner für dich, sondern deinen Seelenpartner. Ja? Und in diesem Video werden wir uns das Thema kosmisches Tinder ansehen. Es geht nämlich darum, dass ich dir zeige, was du tun kannst, um wirklich deinen Seelenpartner anzuziehen. Ja? Es wird sehr, sehr spannend. Es geht nämlich darum, jemanden zu finden, der nicht nur zu deinem Herzen passt, sondern auch zu deinem kompletten Wesen passt. Ja? Und das ist so, wenn du jemanden gefunden hast, wo du die ganze Zeit denkst, so perfekt, 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 perfekt und immer noch kein Haken kommt, dann weißt du, oh, vielleicht ist die Person für mich bestimmt, ja. Und deswegen lass uns direkt eintauchen in dieses Thema, wird sehr, sehr spannend, ja. Es geht um Frequenzen, es geht um Resonanz, es geht um Signatur, die du aussendest an das Universum. Und jetzt ist mal, bevor wir starten, möchte ich mit dir das Thema anschauen, das Konzept des Seelenpartners, ja. Es kann natürlich sein, dass du nicht an sowas glaubst, ja, so wie ich früher. Und wenn du nicht an dieses Konzept glaubst, ja, dann spielt es auch gar keine Rolle. Schaust dir trotzdem an, dann wirst du erkennen in deiner Vergangenheit oder in der potenziellen Zukunft, hey, da könnte vielleicht doch was dran sein. Ja. Denn ich war selber Gerichtssachverständiger, sehr, sehr logisch denkender Mensch und habe nur das geglaubt, was ich selbst erfahren habe und gesehen und erlebt habe. Ja. Und deswegen habe ich auch viel gelesen, weil ich innerlich zum Großteil immer noch ein kleiner Skeptiker bin. Ja. Und deswegen habe ich selber viele Jahre nicht an sowas geglaubt wie Seelenpartnerschaft, weil ich es nicht kannte, dass es auf einer höheren Ebene Verbindungen gibt, was im Nachhinein eigentlich sehr logisch ist, weil wenn wir hier auf der Erde Verbindungen haben mit Menschen, du kennst es sicher, du lernst jemanden kennen und du hast beim ersten Gespräch das Gefühl, oh, die Person, ich rede zwar zum ersten Mal mit dir, aber du kennst sie schon 20, 30 Jahre oder noch viel, viel länger. Ja? Und das heißt, es gibt irgendwo bei den Seelen auch eine Art Verbindung und die inkarnieren natürlich hier und treffen sich dann wieder hier zu einem ausgemachten Zeitpunkt. Und manchmal ist der Zeitpunkt, wann du deine Seelenpartnerschaft kennenlernst, ihm oder sie, hängt von dir in der Regel ab. Ja? Das heißt, es geht darum, dass du dich dafür öffnest. Und viele Menschen sind in einem Zustand, wo sie selbst sagen so, nee, ich brauche keinen und aber so aus dem Ego heraus, eigentlich schon, ja, sie wünschen sich nicht sehnlicher als eine tolle Beziehung und Partnerschaft, aber sind so oft enttäuscht worden von Männern oder von Frauen, dass sie sagen so, nee, ich habe mit diesem Thema abgeschlossen. Ja, in der Regel ist das zwar der Punkt, wo es dann anfängt, aber das Problem ist, wenn der Verstand zu aktiv ist, dann hat man immer noch Widerstände und dann erkennt man das nicht so richtig. Ja. Deswegen ist die Frage, ob du daran glaubst. Ich selber habe eben, wie gesagt, nicht daran geglaubt und habe selber dann die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn dich jemand anspricht, auf Instagram oder wo auch immer, und du sofort eine Liebe fühlst, als ob du die Person dich in sie verliebt hast, obwohl du noch nicht mal ein Foto gesehen hast, sondern nur einen kleinen Text mit einer Frage und du spürst was und die Person und dann schreibe, also ich bin halt sehr, sehr direkter Mensch, ich habe ihr dann geschrieben so, ich finde es krass, dass durch diesen kleinen Absatz ich so eine krasse Liebe empfinde und einfach transparent meine Gefühle offenbart habe, obwohl ich noch kein Foto gesehen habe. Und die Person schreibt mir zurück, sie empfindet das Gleiche. Ja? Und das finde ich so crazy. Und wir sind seitdem in einer sehr, 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 sehr glücklichen Beziehung seit über einem Jahr. Und sie ist auch schon zu mir gezogen und deswegen finde ich einfach crazy, wie das funktioniert. Ja? Und bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass sowas wirklich existiert. Ja? Ja. Das heißt, man erkennt diese Seelenpartnerschaft oft an Resonanz und an Frequenz. Ja? Das heißt, wenn es göttlich geführt ist, dass diese Person in dein Leben kommt, dann wirst du es fühlen. Ja? Bei mir war es halt so, dass diese Distanz sehr, sehr weit weg war, dass wir beide sozusagen dieses Gefühl hatten, uns auch getroffen haben, super Zeit verbracht haben und dass ich dann gefahren bin, diese 12 Stunden, dass ich dann in den Verstand gegangen bin und aus diesem Verstand heraus dann gesagt habe, nee, passt doch nicht. Ja? Und dann die göttliche Führung aber alles getan hat, dass sie uns doch zusammenbringt und schlussendlich haben wir es dann doch gemacht. Und da gibt es ein schönes Sprichwort, mh, wenn es die richtige oder der richtige ist, dann spielt die Distanz und alles andere keine Rolle mehr. Ja? Und das war so und das hat sich dann alles von selber aufgelöst, indem ich mich einfach dem geöffnet habe und plötzlich war das dann alles perfekt, so wie es sein soll. Ja? Ja. Und was habe ich getan, um selber in diesen Zustand zu kommen, dass diese Resonanz da war? Ja?
Ich habe mich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Beziehungen meiner Eltern beschäftigt, ja, weil in der Regel sind wir selbst durch die transgenerationale Übertragung der Themen der Eltern selber sozusagen Opfer der ganzen Beziehungsthemen unserer Vorfahren. Ja. Und ich habe mir einfach angeschaut, okay, wie ist mein Date gestrickt? Wie war die Beziehung zwischen meinen Eltern? Was haben die für Themen gehabt? Und habe dann sehr intensiv angefangen, an mir selbst bei diesen Themen zu arbeiten, weil da kommt man ziemlich schnell drauf, ey, du hast selbst dieselben Themen. Ja? Und habe dann angefangen, daran zu arbeiten und mir sozusagen dieses Modell angesehen und eben diese Themen nach der Reihe durchgearbeitet. Ja? Ich weiß nicht, ob es komplett geheilt ist, aber es ist auf jeden Fall so weit vom Kuchen, vom Tisch, dass die Person dann in mein Leben kam danach. Das Zweite, was ich getan habe, ist, ich habe mich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt, was will ich denn wirklich in einer Beziehung? Was will ich denn wirklich in einer Partnerschaft? Wie soll die Person sein? Denn das Universum ist ganz, ganz simpel. Das ist nicht so, das gibt dir genau das, was du willst eigentlich, ja. Aber das Problem ist, die meisten Menschen sind sich sehr, sehr unschlüssig, was sie wollen, ja. Das ist so, wenn du zum Reisebüro gehst und sagst, ich hätte gern Urlaub, es soll Strand sein und Sonne, dann wird der Reiseberater dich überall hinschicken können. Ja. Oder beim Auto, er soll fahren und soll 4 Reifen haben und ich soll mich darin gut fühlen. Ja. Es gibt aber viele Autos, die dementsprechend. Das heißt, man sollte sich ein ganz konkretes Bild machen, aber nicht nur so oder so, sondern wirklich ganz konkret, wie möchtest du dich fühlen in der Beziehung. Und ich habe mir eine Hauptsache gewünscht. Und zwar, es gibt immer so in den vorigen Beziehungen, die ich hatte, so dieses Gefühl so, ja, jetzt würde ich mir wünschen, dass sie herkommt und sich zu mir legt. Oder jetzt wünsche ich mir das. Und jetzt hätte ich mir das. Und das ist nie passiert. Ja? Ganz, ganz selten mal. Ja? Und immer dann gewünscht, so wenn ich meinen Seelenpartner habe, dann werde ich ihn daran erkennen, dass immer, wenn ich so das Gefühl habe, so, oh, das wäre jetzt richtig cool, wenn das und das sie tut, und die ich jetzt habe, die tut es einfach. Die, ohne dass ich drüber nachdenken muss oder dass ich ihr das sage, hey, was wäre jetzt voll cool, jetzt zu kuscheln oder so. Sie macht das intuitiv, sie benimmt sich genauso, also man nennt das so Perfect Match, ja, wo es einfach komplett passt, ja. Ähm, und es gibt nichts Cooleres, dass ich mir die ganze Zeit denke, jeden Tag von früh bis abend so, ey krass, sie toppt jeden Tag das und sie sagt bei mir dasselbe, dass ich immer jeden Tag das toppe, was sie sich wünscht, ja. Und deswegen ist das so aus meiner Sicht so die perfekte Verbindung, weil es einfach komplett synchron ist, weil es passt und es gibt keinen Widerstand, ja. Und das ist der einzige Widerstand, der eben da war, war die Distanz, die sich aber, nachdem ich gesagt habe, okay, probieren wir es trotzdem, sich innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit aufgelöst hat, ja. Ähm, und das war so das Muster. Und dann kommen wir zum dritten Part, was ich gemacht habe. Und zwar, ich habe vollkommen losgelassen. Und zwar von der Vorstellung, dass ich jemals in meinem Leben noch einen Partner haben werde. Ja? Und das war so, ich habe dem Universum so ein Zeichen gesendet, weil ich habe ähm, immer versucht, allein zu sein. Ja? Für den Fall, dass ich mal jemanden kennenlerne, dass die dann zu mir ziehen kann. Ja? Und ich habe dann meiner besten Freundin und ihren Freund gesagt, so, hey Leute, ich habe abgeschlossen mit dem Thema Beziehungen, ich brauche niemanden mehr. Ähm, und so nach dem Motto, ich brauche niemanden, um glücklich zu sein. Und war auch komplett in mir im Frieden und in dieser Glückseligkeit. Und habe ihnen angeboten, dass sie zu mir ziehen können, dass wir eine WG eröffnen können. Ja? Und dann sind sie tatsächlich auch zu mir gezogen. Das hat dem Universum gezeigt, so er braucht wirklich niemanden. Es ist vollkommen okay für den komplett mit dem Thema loszulassen. Ja. Und genau dann, als das passiert ist, kam dann sie in mein Leben und das war so dieses wirkliche Loslassen. Und sie hat mir erzählt, sie hat auch ihrer besten Freundin eine Woche vorher gesagt, so sie braucht nie wieder eine Beziehung und so weiter und das Thema ist für sie durch. Und dann kam ich in ihr Leben und das heißt, und bei vielen anderen Freunden war das auch so, die haben auch gesagt, so ich habe meine Frau, mit der ich jetzt 30 Jahre verheiratet bin, erst kennengelernt, als ich komplett losgelassen habe davon. Dieses Wollen, Wiederwollen. Ja. Und für mich war dieser Spruch das Wichtigste, so ich brauche niemanden, um glücklich zu sein. Ich bin mit mir selbst glücklich, weil viele haben eine Beziehung, wo sie dieses Gefühl haben, so ich bin ein halb leeres Glas oder halb volles Glas und ich brauche jemanden, auch ein halb volles Glas und der füllt dann sein Zeug bei mir rein und ich mein Zeug bei mir und beide werden danach immer noch halb voll sein. Ja? Und das heißt, der Schlüssel ist selber in diesen Frieden zu kommen und zu sagen, ich bin ein volles Glas und ich brauche niemanden, damit ich glücklich bin. Ja? Und der andere sagt, ich brauche auch niemanden,
damit ich glücklich bin. Und wenn beide zusammen sind, dann potenziert sich das Ganze. Ja, ja, so sieht's aus. Ja. Der beste Schritt, den du tun kannst, ist, wie ich schon gesagt habe, wirklich loslassen von dieser Vorstellung, ja, und dass du auf die Zeichen des Universums hörst, dass du zeigst, okay, du wirst hingeführt zu dieser Person und dann geht es darum, ich habe letzte Woche ein Video gedreht, wo es darum ging, dass dieses Gefühl da war, dass dieses fühlst du es, was ist deine Intuition, was fühlst du im ersten Augenblick, das ist das, worum es geht, ja. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein paar Impulse geben zu diesem Thema und ich wünsche mir nichts mehr, dass du selbst für dich deinen Traumpartner findest. Falls du ihn schon hast, schreib mir unten in den Kommentaren, wie eure Begegnung war, ob sich das deckt mit dem, was ich dir in diesem Video erzählt habe. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Und wenn du dabei bist, dann lass mir ein Like da und abonniere den Kanal und teile das Video an deine Freunde. Und ich freue mich mega, 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 dich im nächsten Video wiederzusehen, wo wir über ein anderes bewusstseinserweiterndes Thema reden, was dich unterstützt, noch bewusster im Alltag zu sein. Also, bis bald. Tschüss.